Hey Mäuse, herzlich willkommen zu einem neuen Storytime Tuesday. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für die, die uns vielleicht noch nicht kennen, wir sind Selena und Jenin und wir sind ein Jahr auf Weltreise. Im heutigen Video stellen wir euch einmal unsere allerliebsten Reise-Apps vor, die wir auch fast tagtäglich benutzen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran. Gut, dann wollen wir auch gar nicht lang schnacken und fangen direkt mit der ersten App an. Um ein neues Land zu bereisen, fliegen wir meistens und um einen Flug zu suchen, nutzen wir immer die App Skyscanner. Das ist eigentlich eines der größten Vergleichs-Apps für Flüge und dann kann man da halt eingeben, wo man hinfliegen möchte und der schlägt dir dann den günstigsten Preis vor und dann wirst du auf die Seite weitergeleitet, wo du dann alles problemlos buchen kannst. Wir haben das bis jetzt immer gemacht und hatten auch bis jetzt gar keine Probleme und das ist auch cool, weil du auch sehen kannst, zum Beispiel wenn du sehr flexibel unterwegs bist, was wir auch zum Glück sind, kannst du den ganzen Monat anwählen und dann wird er dir anzeigen, wann welcher Tag am günstigsten ist. Und so sind wir eigentlich auch immer günstig unterwegs und können gut Flüge nutzen. Genau, wenn wir dann am Zielort angekommen sind, benutzen wir meistens eine der 3 Apps: Grab, Uber oder Bolt. Ihr müsst immer gucken, nicht alle Apps sind an jedem Standort verfügbar und werden genutzt. Deswegen diese 3 Apps immer auf dem Handy haben. Damit gelangt ihr dann super easy von A nach B und mit Taxi dann sozusagen. Oder Tuk-Tuk oder Scooter. Genau, je nachdem, wo ihr halt seid. Und außerdem könnt ihr da auch immer ganz gut die Preise vergleichen. Einmal online checken, wie viel zum Beispiel das Tuk-Tuk kostet. Und dann könnt ihr mit dem Tuk-Tuk-Fahrer besser verhandeln. Genau, und dann gibt es richtig praktisch, einfach wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt Island Hopping zum Beispiel in Thailand gemacht und mussten dann mal eine Fähre nehmen oder wenn wir mal im Land dann unterwegs sind und dann von A nach B, also eine weitere Strecke von 600 Kilometer oder mehr machen, dann haben wir immer 12Go Asia benutzt und 12Go Asia ist halt in Asien verbreitet und ist halt super günstig, weil du zu lokalen Preisen dann eine Fähre, einen Bus, ein Taxi, ein Minivan buchen kannst. Und Flüge werden dir da auch angezeigt. Ja. Und es ist halt auch super einfach. Leider hat man da aber eine ganz kleine Bearbeitungsgebühr, je nachdem, welche Zahlungsmethode man nimmt. Es sei denn, man hat eine Bank hier in Thailand, Vietnam, Indien, whatever. Aber ja, das sind halt immer nur Centbeträge, also es ist voll okay. Und die nutzen wir auch tagtäglich. Dann brauchen wir natürlich immer noch eine Unterkunft irgendwo, liebe Freunde. Wir benutzen meistens die App Hostelworld also da findet ihr alle Hostels. Das ist eigentlich richtig nice, weil du kannst da einfach den Ort eingeben und dann zeigt er dir alles aufgelistet an. Auch immer mit Privatzimmer oder halt in einem Dorm. Das, was nicht ganz so cool ist, dass ihr halt bei Hostelworld nicht online bezahlen könnt, sondern also ihr macht eine Anzahlung, eine ganz kleine, und dann müsst ihr immer vor Ort mit Bargeld bezahlen. Also habt immer auf jeden Fall Bargeld dabei. Wir machen es aber auch meistens so, wir gehen einfach zum Hostel, sagen, wir müssen auch Geld holen, weil wir haben jetzt leider noch keins da am Start, und dann legen wir da unsere Sachen kurz ab, gehen kurz zum nächsten Bankautomaten und dann ist es auch gar kein Problem. Genau, und wenn ihr dann mal ein bisschen mehr Komfort wünscht und nicht in einem 10-Betten-Schlafsaal schlafen wollt, wie wir das ja oft machen, dann gibt es noch die App hier in Asien ganz gut verbreitet, Agoda. Und die ist wirklich sehr gut, weil die nochmal ein bisschen günstiger ist als andere Apps für Unterkünfte. Also du kannst da auch zum Beispiel ganz viele in einen Warenkorb reinlegen von verschiedenen Orten, und wenn du halt schon so weit im Voraus planen kannst, dass du die alle gleichzeitig buchst, dann kriegst du nochmal einen Mengenrabatt. Heißt, du sparst dann da nochmal extra und es gibt super oft irgendwelche Deals. Also da gibt es ganz viele Gutscheine. Da gibt es ganz viele Gutscheine und du kannst halt immer richtig oft dann irgendwie sparen. Das ist halt auch richtig praktisch. Genau, und dann haben wir noch die App
booking.com. Da könnt ihr auch Unterkünfte buchen. Da könnt ihr aber auch alles andere eigentlich buchen. Das ist so eine Allrounder-App. Da könnt ihr auch Flüge buchen oder, weiß nicht, Pauschalreisen, Mietwagen, alles. Und da sammelt ihr auch Punkte. Heißt, habt dann irgendwie so, wenn ihr eine bestimmte Punktanzahl habt, kriegt ihr dann irgendwie einen Rabatt oder so. Ja, man ist dann auf so einem anderen Level. Ja, achso. Genau, also man ist dann so auf einem anderen Level, auf einem anderen Status. Heißt, wenn du dann irgendwie so ein Genius, so heißt das, Level erreicht hast, dann hast du irgendwelche Vorteile, kriegst extra Deals, extra Vergünstigungen und Storniermöglichkeiten nochmal extra. Das ist halt ganz praktisch. Und dann gibt es noch Airbnb. Genau, Airbnb ist eigentlich ganz cool, wenn ihr zum Beispiel in größeren Gruppen unterwegs seid, weil da könnt ihr auch ganze Häuser mieten sozusagen, also Villen oder Fincas oder so. Und das ist dann echt günstig, wenn ihr den Preis dann durch die Anzahl der Personen teilt. Könntet aber auch da kleine Apartments euch mieten. Haben wir ja zum Beispiel in Bukarest gemacht. Genau, oder dass ihr bei jemandem mitwohnt dann sozusagen und das alles auch für einen sehr guten Preis. Genau, und die letzte, die wir noch nicht genutzt haben, aber jetzt in Singapur Ende des Jahres nutzen werden, ist Trusted House Sitters. Und wahrscheinlich ist euch das eher unbekannt, ist noch nicht so verbreitet, aber es ist wirklich ein super Konzept. Also wir stehen da richtig hinter, weil du kannst einfach bei jemandem umsonst wohnen und passt auf deren Haustiere auf. Also alle, die auch Tiere lieben, es ist richtig süß irgendwie diese Idee, dass du halt auf deren Haustiere aufpasst, während die halt im Urlaub irgendwo sind. Klar ist man dann ein bisschen mehr gebunden. Ihr könnt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ihr müsst euch schon... Ausflug machen oder so. Naja, kommt drauf an, welches Tier. Auf das Tier, genau. Aber das bespricht ihr dann ja alles. Das bespricht ihr ja alles im Voraus und es steht ja auch immer in der Beschreibung, was wichtig bei dem Tier ist, ob das Tier irgendwelche Krankheiten hat und dann extra Versorgung braucht, ob das alles super entspannt ist. Es steht auch, welche Lage, was du alles inklusive hast. Und wir haben das jetzt, endlich können wir das jetzt nutzen in Singapur. Deswegen werden wir euch nach dem Trusted House Sitter Zeitraum mehr berichten können. Also da wird es nochmal ein extra Video geben und dann erzählen wir euch mal ganz genau, wie es war und ob wir das wirklich empfehlen können. Ja, kommen wir zu den sonstigen Apps. Ein Klassiker, den man auf jeden Fall, den habt ihr wahrscheinlich auch schon auf dem Handy, ist die Google Maps App. Damit könnt ihr einfach um die ganze Welt einmal um die ganze Welt navigieren. Genau, navigieren, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Da könnt ihr Routen erstellen mit ganz vielen Stopps. Das haben wir zum Beispiel auch in Rumänien gemacht, als wir den Roadtrip gemacht haben. Ihr könnt da sehen, welcher Bus oder allgemein öffentliche Verkehrsmittel, wann die wo fahren. Und ganz cool ist die Google Maps Live View. Das ist eine Funktion auf Google Maps, da schaltest du einfach praktisch die Kamera ein und filmst einmal so deine Umgebung und dann zeigt er dir immer die Pfeilrichtung an, wo du hinlaufen musst. Das ist eine sehr, sehr praktische Funktion, denn manchmal weiß man ja immer nicht, so wenn man so auf die Karte kann das ja mal zeigen. Genau. Also ihr habt dann ja praktisch dann so eine Route hier eingegeben und dann habt ihr auf zu Fuß eingestellt und würdet dann ja Start drücken und dann gibt es halt neben Start Live View. Das wussten wir vorher auch nicht, haben wir aus Zufall. Und dann, wenn du halt auf Live View gehst, ist jetzt nicht verfügbar, weil wir jetzt hier drin sind, dann würde er dir die Kamera öffnen und dann würde er direkt pfeilmäßig das zeigen, wo du genau lang musst, weil Straßenschilder im Ausland in einer anderen Schrift ist eine neue Challenge. Deswegen ist das wirklich so auch nochmal ein Lifesaver. Genau, also das ist wirklich die Classic-App. Und passend zu Google Maps gibt es ja noch die Google Translator App. Dann kannst du dich auch in Chinesisch verständigen, ohne Probleme. Wir nutzen das richtig, richtig oft und wir haben extra nochmal die App, einfach aus dem Grund, weil es halt handlicher ist, einfach die App dann direkt zu öffnen, als auf Google raufzugehen und du kannst offline nutzen, wenn du die Sprache runtergeladen hast. Heißt, du brauchst dann auch kein Internet und bist zum Beispiel an einem neuen Ort, hast noch keine SIM-Karte oder kein öffentliches WLAN und kannst dich dann trotzdem verständigen. Und es hat diese richtig, richtig praktische Fotofunktion. Heißt, du kannst Schilder, Speisekarten abfotografieren und verstehst halt alles.
Es ist natürlich immer eine komische Übersetzung teilweise, aber man kann es dann ungefähr denken, was man bekommt oder was man da gerade liest. Und natürlich kann man sich auch so verständigen, indem man halt jede Sprachmemo auf WhatsApp da reinspricht. Also es ist halt echt wirklich Lebensretter jeden Tag. Easy. Ja, Ach so, warte. Und jedes Mal, wenn wir in einem neuen Land ankommen, so wollen wir uns auch ein bisschen anpassen. Heißt Hallo, Tschüss und Danke. Das sind immer die 3 Wörter, die wir in dem Land können. Deswegen gucken wir dann immer, was das alles bedeutet. Und dann sind die ganzen Leute, die von hier kommen, auch direkt happy, wenn du dann auf deren Sprache mit denen dich unterhältst. Genau, und du kannst gucken, wie man es ausspricht. Also da er liest dir das vor. Genau, Vorlesefunktion, auch praktisch. Ja. Ja, um unser Reisebudget im Blick zu haben, benutzen wir die App Haushaltstagebuch. Da könnt ihr euer Budget eingeben und eure ganzen Ausgaben mit tracken. Und zwar in verschiedenen Kategorien. Ihr könnt auch selber Kategorien erstellen. Zum Beispiel in den Kategorien Unterkünfte, Transportmittel, So sieht die App aus. Einkäufe, Restaurant, Drogerie, sonstiges. Da könnt ihr alles immer eingeben, auch in den verschiedenen Währungen, was ganz cool ist. Dann rechnet er das automatisch in Euro um. Und da habt ihr einen ganz guten Überblick. Der einzige Nachteil ist jedoch, dass ihr das nicht offline benutzen könnt. Ihr braucht immer irgendwie eine Internetverbindung dafür. Deshalb machen wir das meistens so, wenn wir gerade kein Internet haben, dann schreiben wir das in die Notizen-App und dann, sobald wir Internet haben, tragen wir es direkt ein. Das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, gerade wenn man so lange unterwegs ist und wirklich ein festgelegtes Budget hat. Weil, sonst verliert man einfach den Überblick. Und dann haben wir noch den Währungsrechner, der einfach alles erleichtert, was Kosten angeht. Also erstmal funktioniert die App offline, was super praktisch ist. Du kannst alle Währungen der Welt dort eingeben und er rechnet dir alles um. Und du hast auch eine Taschenrechnerfunktion. Die nutzen wir einfach wirklich jeden Tag, um sich einfach vertraut mit der Währung zu machen, die es dann im Land gibt. Also gerade auch in gewissen Ländern hast du ja tausende Beträge. 1 Euro sind dann 200.000 Dong zum Beispiel. Das ist halt extrem und deswegen ist das einfach wirklich Lifesaver. Ja, dann gibt es noch Apps für Lieferdienste-Apps, wo ihr euch Essen bestellen könnt. Hier benutzen wir aktuell Foodpanda, das ist in Asien eher verbreitet. Ihr müsst aber immer gucken, in welchem Land, welches Land welche App hat. Zum Beispiel in Indien war es dann Swiggy oder also in Südostasien. Ja, genau. Also ihr müsst euch da informieren, was ist. Da könnt ihr dann super easy eigentlich alles an Essen bestellen, was ihr wollt. Und es klappt auch, wir haben es schon ein paar Mal gemacht und es klappt auch eigentlich immer sehr gut. Kommen wir nun zu unserer letzten App, alles rund um Aktivitäten. Manchmal machen wir ja eine Tour, zum Beispiel eine Bootsfahrt zu irgendeiner Insel oder wir besichtigen irgendwas und das ist dann auch irgendwie mit einem Tourguide verbunden. Dann benutzen wir 2 Apps und zwar einmal Get Your Guide, was ihr auch bestimmt schon mal gehört habt, und Klook. Super praktisch, gerade in Asien. Wir sind totale Fans von Klook, einfach aus dem Grund, weil es günstiger ist als Get Your Guide. Wir benutzen aber trotzdem beide Apps, um einfach immer zu gucken, wo ist es günstiger, wo wird besser angeboten. Und es ist beides super easy, also es funktioniert jedes Mal, wir haben keine Probleme, es ist einfach zu bezahlen. Der Ablauf ist richtig erklärt und genau, das benutzen wir halt immer. Man bezahlt auch in Euro, also nicht in irgendeiner Landeswährung, dann von dem Land. Und manchmal, auch wenn wir keine Tour buchen, aber trotzdem zu einer Stadt dann hinfahren, gucken wir einfach schon mal, was da so angeboten wird allgemein. Also in Thailand zum Beispiel das mit den Elefanten, eine Inselhopping-Tour oder ein Kochkurs. Und dann kann man ja vor Ort nochmal gucken, bei den ganzen Touristenbüros oder auch im Hostel selbst, was die da anbieten, ob es dort günstiger ist. Und je nachdem entscheiden wir uns dann. Ja, das sind so. Genau, das war's auch schon. Das sind unsere liebsten Apps. Es sind ein paar, ja, aber es ist wirklich jede wert. Also wir benutzen, wie gesagt, die fast täglich, alle die Apps. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Tipps weiterhelfen konnten und vielleicht ist auch die eine oder andere App dabei, die ihr für euch nutzen könnt für euren Reisealltag. Falls eine App noch nicht dabei ist, die ihr aber unbedingt uns empfehlen könnt, dann gerne in die Kommentare schreiben.
Und ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und dann Sehen wir uns Sonntag. Bis dann. Tschüss.